Mein Name ist Robert Schoko. Ich wurde in Bosnien geboren, 1970. Im Alter von 20 Jahren bin ich nach Berlin gekommen. Ich bezeichne mich mittlerweile als ein Veranstalter, Musikproduzent. Es hat Anfang der 90er begonnen, in einer Bar namens Arkanor. Und da habe ich angefangen, Musik aufzulegen. Am Anfang waren das meistens so Radio-Hits oder Punk-Rock-Hits, was auch immer. Bands wie Azra und Kazalište und EKW und Party Breakers und. Aber mit der Zeit kam auch diese Trompetenmusik, also diese, sagen wir mal jetzt politisch unkorrekt, Zigeunermusik, Blasinstrumente. Und ich kann mich noch erinnern, den einen Track, Bella Ciao von Bregovic, also ein Bootleg, so ein inoffizieller Song, mit Modena City haben wir online gefunden und dann gespielt und Kalaschnikow auch. Und das war verrückt, also das war eine Entdeckung. Und das hat mich dann irgendwie, ja, sowas von überrascht. Es ist schon komisch, wenn du dann auch das internationale, das deutsche Publikum siehst, das auch zu unserer Musik tanzt. Das war für mich eine einmalige Entdeckung und ich dachte, okay, lass mich damit experimentieren. Und interessanterweise, ich hatte eine ganz, ganz schlimme Zeit im Jahre 2006. Die Frau, die ich sehr liebte, hat mich verlassen für einen anderen, was für mich als einen Balkanesen oder einen balkanischen Macho, sagen wir mal so, das hat mich sehr verletzt. Mein Vater starb zur gleichen Zeit und ich verlor den Job bei der Deutschen Welle. Ein Job, das ich sehr mochte. 2006 war ein großer Erdbeben in meinem Leben. Und ich glaube, diese tektonische Bewegungen, den Nachhall fühle ich immer noch, glaube ich. Und dann ging es los mit der Karriere, Balkan Beats. Wie ein Sonnenschein, wie eine aufgehende Sonne. Und gab meinem Leben eine ganz andere Richtung. Und Tatsache dann, also das ist ein Konzept, das ich seit dem Jahre 2000 betreibe. Wir haben auch 7 CDs herausgebracht. Es gibt auch einen Film darüber. Und wir kronen das jetzt ab mit einem Buch, das auch Balkan Beats heißen wird. That's one subject, but the other subject is, should we go with Balkan Beats book? Yeah, we don't have to definitely now make a decision, but at some point soon. Ich und ein amerikanischer Journalist, Robert Rigney ist sein Name, machen das zusammen. Ja, das ist ein Rückblick quasi auf diese Zeiten. Es ist nicht nur über Musik, sondern generell auch über die Komplexität des menschlichen Daseins. Da erlaube ich mir jetzt so philosophisch das zu behaupten. Aber irgendwie so, ich rede da auch von meiner Jugend in Bosnien, von schönen und schlimmen Sachen und sage, guck mal hier, Leute, das bin ich, so war ich. Hatte auch meine eigenen Vorurteile und die will ich jetzt hier zeigen. Warum? Weil ich es nicht uninteressant finde und weil ich hoffe, dass die dazu helfen oder dabei helfen werden, diese Vorurteile abzubauen. Baylar bayanlar Sultan Saray düğün salonu Çiftimize mutluluklar ömür boyu Balkan bir sound system bu Canavar gibi bass sound'u Hadi kızlar. Also der allererste Impuls kam aus dem Arabischen. Hanna, meine Freundin, hat mir beigebracht, in Arabisch zu sagen, Gülle Hajlebak. Sag deinem Vater in Arabisch. Mein kleines Baby, Jasmin, und Gülle Hajlebak. Und dann ich und Uroš haben angefangen, Gülle Hajlebak, das ist irgendwie so wie so ein Gülle Hajlebak, Gülle Hajlebak. Ne? Und so haben wir das eingegroovt und ein Konstrukt erstmal gebaut, musikalisch. Und dazu kam dann Sultan Tunç zu diesem Zeitpunkt. Ein, ich würde sagen, angesagter oder zumindest angesehener türkischer Rapper aus Istanbul. Und dann hat er
die Lyrik dazu geschrieben in Türkisch. Es geht um die Hochzeit. Eine multikulturelle Hochzeit. Ein Deutscher heiratet eine Türkin. Und da beschreibt er dann natürlich den ganzen Schnickschnack, türkische Hochzeit, aber auch dann die Deutschen, die hinzukommen, Berlin dazu. Also es ist eine Geschichte über Berlin und eine türkische Hochzeit. Aber der allererste Impuls kam aus diesem Gulli Hacılabak Vers sozusagen. Ne? Da haben wir erstmal, so entsteht zum Beispiel ein Song, aus einem Joke, aus einem Moment, wo du dein Baby hast, Gulli Hacılabak. Und dann Gulli Hacılabak, guck mal, was machen mit Gulli Hacılabak? Ja, mach mal diesen Bass, mach mal diesen Schlagzeug. Und dann hast du jetzt Maschallah. Maşallah maşallah güzel düğün olur inşallah. İnşallah inşallah Davut hadi gelip bekler yallah. And Balkan music is very close to Arab music. I mean, we share 500 years of Ottoman culture. In Algeria, we also had the Ottomans for 500 years. And in fact, at the beginning with Robert, whenever I cooked Algerian food, he'd be like, but we have this too. So it was difficult to be like innovative. And with the music, it's the same. Many things sound very similar. Ein Kompromiss zwischen Rhythmus und Melodie quasi. Ne? Das wäre Balkan Beats. Rhythmus, damit die Westler das einfacher verstehen. Melodie, damit das östliche, orientalische, emotive irgendwie dann besser rüberkommt. Das wäre in Kurze, in meinen Augen, meiner Meinung nach, Balkan Beats, ein Hybrid quasi, ne? Das dazu da ist zu tanzen und gleichzeitig die Atmosphäre einer Chajava Mehana zu vermitteln. Also eine moderne Kafanchuga. Moja draga, da silazi stara maja.